Bhaktapur, die Stadt der Andächtigen, liegt am Ostrand des Kathmandu-Tals an der alten Handelsstraße nach Tibet. Es ist die einzige Bauernstadt der Welt. Die Bauern stellen über 60% der Bevölkerung. Sie verlassen am frühen Morgen ihre Häuser und müssen oft bis zu 2 Stunden laufen, bis sie ihre Felder erreichen. Die nevarische Bevölkerung Bhaktapurs gliedert sich in 82 Kasten. Die Religion bestimmt das Leben der Menschen mit zahllosen Ritualen und Regeln. Jeder kennt seinen Platz in der Gesellschaft und seine Pflichten. Noch sind die alten Götter lebendig und empfangen tägliche Verehrung. Abends versammeln sich die Männer in den Lauben, trommeln und singen gemeinsam zum Preis der Götter. Die Hauptgötter der Stadt erhielten, von früheren Königen gestiftet, die großen Naudapha-Musikgruppen, von denen heute, 1985, noch 5 auftreten. Wir nehmen teil an der Trommellehre, die der Schüler Dasaram bei Hari Govinda Ranjitkar, dem Meistertrommler der Naubaja, absolviert. Taging, 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 ging, ging, ta, tagenage, ta, tagenage, taging, 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 Dasaram erlernt das Stück Götteranruf für die Tarntrommel. Dieses Stück wendet sich an Nasadyo, Gottheit der Musik und des Tanzes, der sich während der Lehrzeit in einem Wandschrein im Überraum des Schülers aufhält und dort von ihm verehrt wird. Heiligtümer des Musikgottes Nasadyo sind über die ganze Stadt verteilt. Diese beiden Trommler suchen den Schrein des Tatu Nasa auf, um den Gott mit einer Nasa Puja zu verehren. In allen diesen Heiligtümern ist das Zentrum der Verehrung ein leeres Loch, durch welches die göttliche Kraft fließt, sichtbar und spürbar nur im Geiste des Andächtigen. In der Nähe des Nasa-Schreines manifestiert sich Nasadyo in seiner schreckenerregenden, zerstörerischen Form als Heimadyo, ebenfalls ein leeres Loch in der Wand. Dieser Aspekt der Gottheit muss bei jeder Verehrung mit bedacht und besänftigt werden. Wird Heimadyo übergangen, dann pfuscht er den Musikern ins Handwerk und sie spielen falsch. Alle Musiker erhalten eine rote Tikka-Markierung auf der Stirn,
und ein rotes Halsband. Sie haben damit teil am Ritual der Nasa Puja. Die Aufführung beginnt mit einem Götteranruf, einem Solostück für die Trommel Lala King. Der Vorsänger singt eine freie Einleitung zum Dafa-Gruppengesang. Nicht technische Vollkommenheit zählt hier, sondern Inbrunst und Intensität der Darbietung. Die starke Beteiligung der Kinder ist eine Ausnahme. Unter den 5 Naudafa-Gruppen ist Yachi Naudafa die einzige, die sich so stark um den Nachwuchs bemüht. Das Erlöschen dieser Kunst ist abzusehen. Die
Die Aufführung der neuen Naubaja-Trommeln beginnt mit einem Götteranruf der Dhan-Trommel. Hari Govinda spielt ohne Pause alle 9 Trommeln nacheinander. Die Begleitinstrumente wechseln, so dass bei jeder Trommel eine charakteristische Klangfarbe vorherrscht. Hier sind es die Bonga-Trompeten, die das Spiel der Kota-Trommel untermalen. Hari Govinda Ranjitkar gehört zur Kaste der Färber und Stoffdrucker. Weil die traditionellen Stoffe nicht mehr gefragt waren, musste er in den letzten Jahren sein Geld stattdessen mit dem Behauen von Steinen im Straßenbau verdienen. Er vertauscht die Trommel Dhancha mit der großen Dimecha. Die Mahaling-Oboen werden von Angehörigen der Kusle Schneiderkaste gespielt. Sie üben einen Doppelberuf aus als Schneider und Musikanten und müssen für ihre Dienste entlohnt werden. Die Stiftungsdokumente der Naudafa-Gruppen legen genau fest, wie viel Reis die Kusle jedes Jahr aus dem Ertrag der Stiftungsländereien erhalten sollen. Zum großen Unglück für die gesamte nevarische Musikkultur fielen alle Stiftungsländer vor 15 Jahren einer Landreform zum Opfer. Die Kusle erhalten keinen Reis mehr, sie kommen nur noch selten, die Aufführungen fallen aus. Der Trommelbauer kann ohne seine jährliche Reisration keine Trommeln reparieren. Er sucht sich eine leichtere Arbeit. Ohne Reisverkauf gibt es kein Öl für die Lampen, kein Festessen für die Gruppe. Die Musik findet nicht mehr statt.
Während Hari Govinda die Naikinsha-Trommel spielt, bereitet man die nächste Trommel vor, Pachima. Aus Mehl und Wasser wird ein Teig geknetet und als Stimmpaste auf das Trommelfell geklebt, bis die Tonhöhe stimmt. Die Dholak-Trommel spielt Tirtaman Napit, der Barbier von Yachi. Das gemeinsame Musikmachen vereint die Angehörigen der verschiedenen Kasten, schafft eine gewisse Harmonie unter den Nachbarn, was durchaus als Segen der Gottheit verstanden werden kann. Bei der Kokincha-Trommel öffnet und schließt die linke Hand das Loch im Boden der Trommel und verändert so die Klangfarbe. Ganesh Bahadur Sijakwa, Spieler der Lalakin-Trommel, ist Bauer. Er zieht mit seinem Sohn aufs Feld. Im Tragekorb liegt die Hacke und eine Flasche Reisbier. Woher? Tja, Almoya, Schilkoinula. Silgoina. Ina namunda babaja khorar ke namata biar ke lawano nas ko sumar ke goya hoga. Jo, Ashilula le. Silla. Achhiya mulla. Silgoya ala fu. Kani gana ne le. Rane muko. Kamil ka aisa. Ka. Die 9. Naubaja-Trommel ist das Paukenpaar Nagara.
Dasaram zieht mit seinen Lehrern zum Schrein des Nasadyor. Er beherrscht inzwischen das Spiel der Trommeln so weit, dass er jetzt mit den anderen Musikern zusammen weiter üben kann. Ein Ritualspezialist wird diese Hane Puja durchführen. Es ist ein tantrischer Achaju-Priester, der durch das Streuen magischer Diagramme, durch Folgen magischer Gesten, durch das Sprechen magischer Kraftsilben die Verbindung zu Nasadyor herstellt, bevor die Hähne geopfert werden. Bei der Rückkehr werden auch die Hausgötter bedacht. Nasadyor und Heimadyor, hier im Wandschrein des Schülers als Betelnüsse auf Reisschälchen thronend, erhalten weitere Verehrung, bevor Dasaram zum ersten Mal mit den anderen Musikern spielen kann.
paar Tage später ist der Schüler bereit zur letzten großen Verehrung, der Pirane Puja. Er sammelt am Abend vorher am Nasa-Schrein heimlich ein paar Reiskörner auf. Heute Nacht muss er irgendwo einen Ziegenbock für den Musikgott stehlen. Sobald die Reiskörner den Bock berühren, verhindern sie, dass er meckert und den Dieb verrät. Nasadjo hat eine Schwäche für Ziegendiebe. Sie werden mit seinem Segen besonders gute Trommler. Die Prozession zieht wieder zum Schrein des Tathunasa, wo das Ram nach dem Opfer zum ersten Mal in der Öffentlichkeit spielen wird. Der Priester klebt das Nasaloch mit einem Teig aus Pressreis und Joghurt zu. Mit einem 5-fachen Opfer beschwört er die Navadurga, Schutzgötter der Stadt. Er malt das Gesicht des Nasadjo mit 3 silbernen Augen auf den Teig. Der Gott ist jetzt da.
Die 9 Trommeln werden zur Übergabe an den Schüler vorbereitet. Nasadjo erhält als Zierde seines Schreins den aufgeblasenen Dünndarm des Opfertieres, eine besondere Delikatesse. Um sein Lampenfieber zu überwinden, opfert das Ram dem Nasadjo ein rohes Ei.